Willkommen zum nächsten Teil der Ari-Serie. In diesem Video geht es um das Thema Color Grading. Ich habe den professionellen Color Grader Florian interviewt, der ist Senior Colorist bei Ari und habe ihm einfach so ganz viele Fragen zum Thema Color Grading gestellt. Wie arbeitet so ein Color Grader, was für Projekte hat er schon mitgearbeitet und so weiter. Ich denke, das sollte recht spannend für euch sein. Also viel Spaß mit diesem nächsten Teil. Ja, wir sind jetzt hier im Bereich Color Grading. Du kannst dich ja mal vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst. Ja, mein Name ist Florian Ozi-Martin, ich bin Senior Colorist bei Ari. Genau, was machst du hier oder mit was arbeitest du für Equipment? Ich habe schon dieses schöne Panel hinter uns gesehen. Ja, in den meisten Suiten haben wir das Resolve-System am Laufen, wir haben ein paar Baselights und dann gibt es noch so ein paar Tools drumherum, aber hauptsächlich arbeiten wir auf Resolve. Okay, ja, habe ich mir schon fast gedacht, das ist ja doch sehr weit verbreitet. Dann wollte ich noch wissen, an was für Projekten er hauptsächlich arbeitet, also Commercials, Serien oder Spielfilme, beziehungsweise ich wollte auch noch wissen, ob es wirklich auch so Spielfilme gibt, die man auf jeden Fall schon mal so gesehen hat, an denen er die Farben gemacht hat. Ich habe im Filmbereich, zum Beispiel bei Herr der Ringe mitgewirkt, beim letzten Independence Day, so querbeet, auch viele deutsche Filme, also beim Parfüm habe ich mitgewirkt. Dann wollte ich wissen, wie man überhaupt Kolorist wird. Gibt es ein Studium, gibt es eine Ausbildung oder rutscht man da durch Zufall irgendwie rein oder bildet Ari selbst Koloristen aus? Also es gibt ein Programm in Berlin, das nennt sich Upgrade, da kann man Color Grading lernen. Sonst eigentlich der normale Weg ist, dass man immer ein Praktikum irgendwo anfängt und das so nach und nach lernt eigentlich. Okay, also jetzt kein klassischer Ausbildungsberuf? Nein, das ist kein klassischer Ja, genau. Ja. Bei mir war es so, ich komme aus dem VFX-Bereich, habe früher ganz normal Compositing für VFX-Kinofilm gemacht und hatte damit aber schon viel zu tun mit Kinokopie und Farbkorrektur in Kopierwerk und das hat sich dann so ergeben, dass das dann war eigentlich ganz natürlich dann vom einen zum anderen. Ja, okay. Willst du mir vielleicht gerade irgendwie so eine Szene zeigen, die du gerade am Graden bist oder hast du da irgendwas, was du vielleicht zeigen kannst, wie du da vorgehst oder ist es Betriebsgeheimnis? Nein, gar nicht Betriebsgeheimnis. Wir können gerne was auf die Leinwand schmeißen und mal anschauen. Sehr gerne. Genau. Ich habe schon gesehen, ihr habt da irgendwie gefühlt 100 Notes in DaVinci offen. Ja. Also ich kenne es nur, wenn ich arbeite, habe ich so maximal 8 oder 10. Genau, also das ist so ein Setup, aber das ist so ein Basis-Setup, was eigentlich gar nicht immer aktiv ist. Das ist einfach nur so, dass Sachen aufgeräumt sind und die gleiche Sachen an der gleichen Stelle passieren und darum sieht das so kompliziert aus, ist aber eigentlich ganz simpel. Okay, können wir uns ja gerade vielleicht mal angucken, wenn du willst. Okay. Ja, dann wollte ich natürlich noch wissen, was überhaupt der Ursprung vom Color Grading ist, beziehungsweise warum man überhaupt Color gradet oder was das Ziel vom Color Grading eigentlich ist. Man sollte irgendwie Stimmungen erschaffen, die den Stimmungen im Film also die Gefühle eigentlich unterstützen, die von dem Film entstehen und man muss auch immer schauen, dass es nicht zu künstlich aussieht. Also gerade im Kinofilmbereich ist es halt so, dass es schnell so ein Punkt erreicht wird, wo man sagt, das ist eine Welt, die nicht real ist und dann glaubt man das nicht mehr. Und darum muss man im Kinofilmbereich wirklich eher genauer arbeiten und auch nicht zu extrem werden in den Looks. Meine Filmproduktion ist ja so, dass ich da wirklich alles selbst mache, das heißt auch das Color Grading mache ich alleine und ich habe da sozusagen keinen Vorgesetzten, der mir irgendwie vorschreibt, wie das Color Grading auszusehen hat. Und da wollte ich erstmal von Florian wissen, wie das genau abläuft bei so einer richtigen Kinofilmproduktion in Bezug auf das Color Grading. Grundsätzlich ist es immer, dass der Kameramann kommt ja und hat eine gewisse Vorstellung, wie es aussehen soll und dann erarbeitet man eigentlich erstmal in den ersten Tagen, wie so die Looks des Films sein könnten. Ja. Also in dem Fall kommt dann wirklich Kameramann, hast du gesagt, nicht Regisseur. Genau, es ist immer erst Kameramann und dann macht man mit ihm eigentlich so die Version, wie der Kameramann sie haben will und im Anschluss kommt dann der Regisseur und man schaut, dass das alles zusammenpasst. Also dass beide so ihre Wünsche und Vorstellungen erfüllt kriegen. Was auch, was aber schon schön ist, weil der Kameramann natürlich dreht mit einer Vorstellung, wie es dann farblich auch sein soll. Und bei größeren Projekten ist es auch oft so, dass man im Vorfeld dann involviert ist,
Das heißt, dass man praktisch diese Look-Gestaltung vor dem Dreh macht und dann kommt dieser Look ans Set und dann wird der dort schon angeschaut und dann kann man das später im Schnitt sieht man dann auch schon den Look und darauf aufbauend macht man dann die finale Farbkorrektur. Okay. Wie ihr wisst, habe ich auch so einen eigenen LUT-Shop zum Beispiel und es ist ja auch sehr verbreitet bei YouTubern, so mit LUTs zu arbeiten und eigentlich jeder Filmmaker, der irgendwie YouTube macht, hat ja auch irgendwie eigene LUTs oder sowas auf dem Markt. Und da wollte ich einfach mal wissen vom Florian, ob er auch mit LUTs arbeitet oder ob er wirklich komplett alles von Grund auf selbst macht beim Color Grading. Eigentlich mache ich bis jetzt alles manuell, aber wir haben letztes Jahr ein Produkt rausgebracht, die Arri Look Library, was über 80 vorgefertigte Looks sind fürs Set eigentlich. Also die sind in unseren Kameras praktisch geladen. Das heißt, wenn man jetzt am Set steht und sagt, ich brauche jetzt hier eine kühlere Stimmung, dann kann man sich einfach einen Look aussuchen, den laden und damit drehen. Das sind aber nur Daten, die in den Metadaten praktisch mitgetragen werden, also ändert nichts an der Aufnahme. Ja. Aber das Monitoring am Set sieht halt diesen Look und im Schnitt würde dann auch dieser Look auftauchen. Wie lange dauert dann so ein Hollywood-Film, Herr der Ringe? Wie lange sitzt man da so am Grading? Naja, Herr der Ringe ist ein bisschen ein Extrembeispiel, weil es so auch der Anfang von digitaler Farbkorrektur war. Wir haben damals, gab es die Software noch gar nicht, die wurde immer im Hintergrund so geschrieben und weiterentwickelt, während wir gearbeitet haben. Da haben wir pro Film so durchschnittlich 8 Monate gegradet mit 3 oder 4 Koloristen. Oh. Der Vorteil ist von dem Panel eigentlich, dass man seine Augen nicht von der Leinwand nehmen muss. Also dass man alle Funktionen irgendwie aktivieren kann, ohne jetzt irgendeine GUI anschauen zu müssen oder auf eine Tastatur zu schauen. Okay, ja. Und das ist eigentlich der große Vorteil und deswegen ist es auch so groß, weil man möglichst viele Funktionen auf einmal aktivieren kann. Wie geht man jetzt eigentlich vor, wenn man so einen Film zum Color Graden bekommt? Gibt es da verschiedene Schritte, an die man sich hält oder wie kreiert man generell eigentlich so einen Look beim Film? Schlussendlich ist erstmal die Entscheidung, in welchem Farbraum oder mit welchem Farbmanagementsystem arbeitet man. Man kann zum Beispiel in ACES Farb korrigieren, man kann in Video Rec 709 Bilder Farb korrigieren. Wir benutzen nach wie vor ein Farbmanagementsystem von Arri, was auf logarithmischen Bildern basiert und man setzt praktisch ein Farbmanagement oben drauf, das aber nie in die Bilder reingerechnet wird. Also die Bilder bleiben in einem logarithmischen Raum und werden dort farbkorrigiert und haben da den kompletten Dynamikumfang und Color Space oder Farbwiedergabe der Kamera und verlieren das auch nicht. Und in diesem logarithmischen Farbraum wird dann zuerst alle Shots auf einer Basis korrigiert, dass man sagt, dass die zueinander stimmen, so dass aber auch Dinge neutral sind, also dass das eine graue Wand dann wieder grau ist und das macht man erstmal für eine Szene und das nennt man so diese Basis primäre Korrektur und darauf aufbauend legt man dann Looks drauf, die man aber komplett auf alles drauflegt dann und wenn die Basis stimmt, dann funktioniert es auch, dass man mit einem Setting, praktisch einem Look-Setting, dann auf so einer Szene arbeiten kann. Ja, jetzt kennt ihr die Vorangehensweise von so einem professionellen Koloristen. Ich denke, es war mega spannend, einfach mal so einen Einblick zu sehen in die Arbeit von so einem Koloristen. Ich habe auch selbst eine ganze Menge gelernt. Color Grading ist ja so das, was mir auch sehr viel Spaß macht und ja, ich konnte auf jeden Fall was von diesem Video mitnehmen. Ich hoffe, ihr auch da draußen und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.